Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr in Summoners War Sky Arena schnell euer Spielerlevel, euer Account-Level, euer Summoner-Level, wie auch immer, erhöhen könnt. Das ist das Level, was oben links auf dem Startbildschirm angezeigt. In meinem Fall ist das aktuell Level 24. Und zwar ist es einfach so, dass ihr grundsätzlich euer Level auf zwei Arten erhöht. Einmal durch Energieverbrauch in Dungeons, Szenario, whatever, egal was ihr macht, also hier weit von Garen, Mount, whatever, Schloss Faerûn, vollkommen egal, irgendeine Szenario-Quest. Wenn ihr hier kämpft, bekommt ihr fürs Verbrauchen der Energie im niedrigen Gebiet, im niedrigeren Schwierigkeitsgrad natürlich ein bisschen weniger XP, aber in höheren Leveln jetzt auch nicht unbedingt sehr viel mehr. Also für den Zeitaufwand, den ihr in höheren Leveln länger braucht, kriegt man verhältnismäßig nicht wirklich sehr viel mehr XP. Das sollte man bedenken. Und grundsätzlich ist es aber so, wie gesagt, einfach für den Energieverbrauch. Also ich kann auch in den Kairos Dungeon gehen, vollkommen egal. Sobald ich meine Energie verbrauche und irgendwo kämpfe, kriege ich dafür automatisch meine Account XP. So, das war aber noch nicht alles. Das zweite ist Arena-Kämpfe. Das ist im Endeffekt der zweite Wert. Wir haben ja oben die Energie und die Arena-Kämpfe, die sich aufladen. Und in Arena-Kämpfen bekommt man auch Spieler-XP. Und wenn ihr jetzt neu seid in Summoners War Sky Arena und ihr wollt möglichst schnell einfach euren Account hochleveln, Errungenschaften farmen und was auch immer, um weiteren Content freizuschalten, dann ist mein Tipp, macht am besten das Tutorial und schaltet den Auto-Battle-Modus frei. Das schafft ihr, indem ihr die Kapi-Ruinen auf der normalen Schwierigkeit einmal komplett fertig gemacht habt und dann den Kairos Dungeon abschließt. Da müsst ihr dann einfach auf Quest gehen und dann steht da irgendwie erkunde den Kairos Dungeon, da dann einfach draufklicken, dann kommt ein bisschen Text und wenn ihr das gemacht habt, steht dann Kairos Dungeon freigeschaltet da. Und wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr zu diesem Gebäude hier gehen und könnt unten links, wie ihr schon seht, auf Autokampf klicken. Und hier könnt ihr dann alle Kämpfe, die ihr bereits freigeschaltet habt, die ihr bereits erfolgreich einmal absolviert habt, mit einem Team durchfarmen. Ja, also hier zum Beispiel Halle der Magie ist etwas, was man später sehr viel braucht. Da kann ich dann jetzt auf Kampf klicken. Gut, in dem Fall jetzt zu wenig Energie, lade ein bisschen Energie auf. Klickt dann drauf und kann dann jetzt hier 30 Mal diesen Kampf starten. Das kostet mich natürlich 30 mal 6 Energie. Das heißt, zwischenzeitlich wird wahrscheinlich meine Energie leer gehen. Whatever, ist vollkommen egal, kann ich dann entweder aufladen oder der Autokampf wird halt dann beendet, ist egal. Aber auf jeden Fall könnte ich das jetzt starten. Das würde wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so dauern, könnte mein Handy einfach auf die Seite legen, würde extrem viel Energie verbrauchen, würde sehr viele Items farmen und würde zeitgleich meine Monster und eben meinen Account hochleveln. So. Und das ist eigentlich auch schon alles, was man bedenken muss. Was man jetzt aber noch wissen muss, ist als neuer Spieler, bei jedem Level-Up lädt eure Energie sich voll auf, genauso wie eure Arena-Versuche. Das heißt, grundsätzlich ist es so, gut, bei den ersten paar Leveln, da kann man nichts dagegen machen, da hat man andauernd Level-Up, also man kann keine 100 Energie verbrauchen auf Level 3 oder auf Level 5, ohne die ganze Zeit Level-Up zu kriegen, weil man einfach so schnell levelt. Aber nach Level 10 ist es dann grundsätzlich so, dass man nicht mehr so ultra schnell levelt. Und dann ist es halt so, dass ihr immer den Autokampf am besten startet und irgendeinen Dungeon oder so farmt, also entweder ein Kairos Dungeon oder im Szenario, wenn ihr einfach nur eure Energie verbrauchen wollt, leveln wollt, wie gesagt, farmen wollt, was auch immer. Und zeitgleich aber nach jedem Level-Up immer dran denkt, es füllt sich eure Energie auf, wie gesagt, da kann man nicht so viel machen, aber es füllen sich auch eure Arena-Kämpfe auf und die Arena-Kämpfe kann man zeitgleich mit dem Auto-Battle machen. Das heißt, wenn ihr das Auto-Battle laufen lasst und ihr habt gesehen, ich hatte Level-Up, dann könnt ihr einfach immer auf die Arena gehen, macht einfach schnell 10 Kämpfe gegen euren Rivalen oder gegen random Leute, ist vollkommen egal, und bekommt dafür zusätzlich XP und dadurch geht das Level nochmal wesentlich schneller. Also zum Beispiel von Level 10 auf Level 11, wenn ihr nur Auto-Battle macht, dann dauert das, keine Ahnung, sagen wir 20 Minuten vielleicht mit Auto-Battle, aber wenn ihr zusätzlich noch die 10 Arena-Kämpfe macht, dann dauert es wahrscheinlich nur 10 Minuten, weil ihr schon deutlich schneller levelt durch diese Arena-Kämpfe. Die Arena-Kämpfe geben auch deutlich mehr XP als die Auto-Battle von irgendwelchen Szenarios oder Dungeons. Also die Arena-Battle geben sehr viel XP, aber man kann auch nicht so viel davon machen. Aber mit jedem Level-Up erneuern sich eben diese 10 Versuche und man hat wieder 10 Versuche und das snowballt dann so ein bisschen. Das heißt, wenn man da ein bisschen dran bleibt, das Handy immer neben sich liegen hat, dann kann man da auf jeden Fall schon während dem Auto-Battle am Anfang sehr viel machen. Aber das Einzige ist halt mit der Energie. Wie gesagt, die ersten paar Level hat man viel zu viel Energie, man weiß gar nicht, wohin damit. Bevor die Energie leer ist, füllt sie sich schon wieder auf durchs nächste Level ab und so weiter. Also das ist einfach, ja, normal, sag ich mal. Und wie gesagt, wenn es euch jetzt nur darum geht, schnell hochzuleveln, dann könnt ihr zum Beispiel Szenario einfach weit von Garen, also wenn es nur um euren Account-Level geht, könnt ihr Szenario weit von Garen auf Normal gehen, hier auf 3 klicken, 30 Mal Autokampf starten
Und das einfach die ganze Zeit. Ja, das geht super schnell. Dauert ein Kampf irgendwie 10 Sekunden oder so, selbst wenn eure Monster noch ein relativ niedriges Level haben. Dann kann ich das minimieren, auf Kampf klicken, in die Arena gehen und zeitgleich auch noch leveln. Und das ist im Endeffekt das, was ihr machen müsst, um möglichst schnell einfach nur euer Account-Level zu erhöhen. Natürlich, wenn ihr jetzt weit von Garen farmt, dann kriegt ihr zwar Account-XP in Anführungszeichen. Das bringt euch natürlich relativ wenig, weil der droppt ihr absolut gar nichts und ihr kriegt keine Mana-Kristalle, keine Runen, nichts, was ihr für eure Monster braucht. Also das ist halt wirklich nur, wenn ihr schnell leveln wollt, ansonsten ist das ziemlich unnütze. Und da ist dann halt zum Beispiel klüger, wenn ihr dann hier auf Kampf beenden geht und dann lieber zum Beispiel den Kairos Dungeon farmt oder eine Halle der Magie oder so weiter und so fort. Aber wie gesagt, wenn es einfach nur um schnelles Hochleveln geht, dann startet ihr den Wald von Garen, niedrigste Schwierigkeit und macht zeitgleich immer nach jedem Level-Up eure 10 Arena-Kämpfe. Dann sollte das in der Regel super, super schnell gehen. Wie ihr den Autokampf freischaltet, habe ich euch bereits gesagt. Arena-Kämpfe schaltet man auch relativ früh am Anfang der Story frei, noch weit vor den Autokämpfen auf jeden Fall. Und mehr müsst ihr eigentlich gar nicht beachten. Ich hoffe, euch kann ich mit dem Video weiterhelfen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Summoners War, Sky Arena oder anderen Video auf diesem Kanal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.